Hallo meine Lieben, ich begrüße euch wieder herzlich zu einem neuen Unboxing-Video. Ja, ihr könnt es ja schon sehen, es hat mich wieder ein Paket erreicht und darin befinden sich die Juli-Auktionsgewinne von der Firma Waterbiz. Dabei dachte ich ja schon, ich werde sie euch gar nie zeigen können, denn das Paket war wirklich sehr lange unterwegs. Die Versteigerung hat ja Anfang Juli stattgefunden. Ja, und jetzt erst vor kurzem habe ich das Paket erhalten, denn es ist einige Wochen beim Zoll festgesessen und auch danach noch einige Tage im Lager von UPS. Ja, jetzt ist es endlich angekommen und heute möchte ich euch natürlich gerne den Inhalt zeigen. Ich habe damals im Rahmen der Auktion 3 Kits ersteigert und die werden wir jetzt gemeinsam auspacken. Also ich habe mir den Karton schon mal aufgeschnitten, den äußeren, und darin befindet sich nochmal ein Karton. Ihr seht schon mit der Aufschrift Ain't no Biz like Waterbiz, und den nehmen wir jetzt gleich mal raus. Und ich sehe, auch unter dem Karton befinden sich noch 2 Stickkits. Ja, der äußere Karton ist leer, den kann ich jetzt weggeben. Und ja, dann haben wir hier 2 Stickkits und diesen schwarzen Karton. Oh, und ich glaube, den schauen wir uns zum Schluss dann gemeinsam an. Auch da sind nochmal 2 Stickkits und das, obwohl ich nur 3 ersteigert habe. Aber ich weiß ja auch, was das 4. Stickkit ist. Und mit dem fangen wir jetzt an. Und genau, also wer meine Videos verfolgt, der kennt dieses Stickkit. Das blendet jetzt ein bisschen. Ja. Ich habe ja im Januar dieses Jahres bereits also meine ersten Waterbiz Stickkits erworben, nämlich die Aqua Lady. Die kennt ihr von meinem Monatsupdate oder von einer Stickzeit. Und das zweite war diese Dame hier, die Kaffee trinkende Dame, die ich auch damals gekauft habe. Und wenn ihr das Unboxing-Video von damals kennt, dann wisst ihr ja, dass ich mit dem Druck eigentlich nicht sehr zufrieden war. Ja, und jetzt hat sich Sandy gemeldet, also die Besitzerin von der Firma Waterbiz, und hat sich angeboten, mir nun einen Stickkit zu senden mit dem neuen Druck, also mit dem besseren Druck. Ja, ich habe dann zugesagt, dass ich damit einverstanden bin, aber das andere Bild, also die Aqua Lady, wollte oder will ich nicht mehr noch von vorne beginnen, denn da habe ich ja schon circa 30.000 Stiche daran gemacht. Und ja, ich werde es fertig sticken, zwar mit Hilfe der Papieranleitung, aber beim zweiten Bild bin ich doch froh, dass ich nun einen Ersatz bekommen habe. Ich blende euch oben, rechts oben, das Unboxing von damals ein. Also falls es jemand interessiert, wie schlecht der Druck damals war, könnt ihr euch das gerne anschauen. Ja, ich werde es jetzt aber nicht öffnen, da ich das Motiv ja eigentlich schon angeboxt habe, und zwar im Januar des Jahres. Aber man kann hier schon erkennen, durch die Plastikhülle, dass der Druck sehr gut ist, ja, und ganz anders als früher, also deutlich besser. Aber ich möchte euch jetzt auf jeden Fall die anderen Stickkits zeigen, und zwar die ich im Rahmen der Juli-Auktion erworben habe.
fangen wir gleich mit dem ersten hier an. Also ihr seht, wie üblich in diesen Zipbeutel eingepackt, wieder verschließbar. Also mag ich besonders gerne, denn man kann darin dann ja wieder alles verstauen. Ja, und das ist mein erstes Bild, verkehrt. Und ich werde das gleich auspacken, denn durch die Hülle spiegelt das Ganze. Es raschelt natürlich wieder, obwohl die äußere Hülle ja nicht raschelt, aber die innere Plastikverpackung. Und ihr seht, ich hoffe, man kann es erkennen, dass es nicht zu viel spiegelt. Es ist diese Landschaft, ja, also mit viel Wald, also ein Blick von oben. Ja, man sieht den Himmel. Es ist sozusagen ein Blick ins Tal oder ja, könnte man schon so bezeichnen. Und eine schöne kleine Hütte. Also dieses Mal einmal ein Landschaftsbild. Ja, ich habe mir wieder 16 Count ausgesucht und das Bild wird 50 mal 50 cm und es hat 50 Farben. Also das Bild gefällt mir wirklich sehr gut und ich denke, ich werde das auch wirklich bald anfangen zu sticken. Ein so schönes Motiv. Ja, dann schauen wir mal rein. Entschuldigt die Raschlerei, das ist wirklich heftig mit dieser Folie. Jetzt suche ich nur den Anfang. Ah ja, da geht's auf. Ja, furchtbar, diese Raschlerei. Ja, aber jetzt kann man auch das Motiv viel besser erkennen. Es spiegelt jetzt nicht so stark. Und dann schauen wir uns das gleich an. Also das ist jetzt die Anleitung in Heftform, gedruckt. Und was ja auch neu ist, und das war bei den vorigen Kits noch nicht, die gestickte Version findet ihr auf der ersten Seite oder zweiten Seite eigentlich. Dann kann man sich eigentlich recht gut ein Bild davon machen, wie das Ganze dann als gestickter aussieht. Also das finde ich eine sehr gute Idee, wirklich toll. Und dann beginnt auch schon die Anleitung auf A4 Seiten und auf der letzten Seite habt ihr dann das Schema, also es wird auf 12 Seiten gestickt. Wir haben ja 50 Farben und wir haben auch hier wieder Mischfarben, das heißt 38 einfache Farben und 12 Mischfarben. Ja, es wird bei Waterpiece ausschließlich im vollen Kreuz gestickt. Also ich kenne da jetzt kein Bild, das Backstitches hätte oder halbe Stiche oder French Knots, sondern wirklich reiner Kreuzstich, also reines Kreuz nur. Ja, das wäre jetzt einmal die Papieranleitung. Es ist schon ein schönes Motiv. Findet ihr nicht auch? Also mir gefällt das. Ich bin nicht so der Landschaftssticker, aber das gefällt mir wirklich gut. Wirklich sehr gut. Ja. Ja, dann schauen wir noch das Zubehör an. Aha, ich sehe schon, da sind 2 Nadeln im Stoff. Und ja, was gibt es als Zubehör? Den Stickring. Also der ist auch bei jedem Bild dabei. Das ist aus Plastik, dieser Stickring. Ich habe ihn schon in Verwendung. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich sticke ja auch an dem kleinen Mädchen, das mit den blonden Haaren. Und da sticke ich mit diesem Stickring. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden. Denn der Stoff bleibt wirklich sehr gut eingespannt und ja, er hält einfach sehr gut.
Ich zeige euch auch gleich, warum das so ist. Nämlich gibt es bei diesem Stickring eine Nut, wie ihr seht, und da wird der Stoff richtig fest reingedrückt und dadurch hält auch die Spannung. Also das ist wirklich ein sehr guter Stickring, ist zwar aus Plastik, aber sehr, sehr stabil, ja. Also toll. Ja, dann haben wir wieder eine kleine Schere. Da bin ich jetzt nicht so überzeugt davon. Ich mache sie mal auf und zeige euch auch, warum ich da nicht so begeistert bin. Ich habe sie ja schon getestet, also in einem anderen Stickkit von Waterbiz. Und zwar schneidet die Schere zwar hier hinten, aber vorne schneidet sie dann, na umgekehrt, Entschuldigung. Man sieht es ja vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, hinten schneidet sie gar nicht und sie schneidet nur wirklich ganz vorne. Ja, man kann sie verwenden, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht mein Favorit. Also ich habe da schon bessere Scheren bekommen, aber ja, nehme ich natürlich trotzdem gerne. Ja, dann haben wir noch das Döschen von der Firma Waterbiz, also diese kleine Dose, wo sich ein Magnet darin befindet. Und zwar kann man in diese Dose die Nadeln reingeben und die halten natürlich gut bei diesen Magneten. Also durchaus brauchbar. Kann man immer wieder brauchen. Ich habe einen Teil schon 14 und 16 Count Nadeln drinnen. In einem anderen Döschen habe ich dann die Nadeln für 18 Count drinnen. Also wirklich toll, diese kleinen Dosen. Ja, und dann haben wir ein Toolkit. Ich werde da ein bisschen Platz machen, dass man das besser sehen kann. Ja, in dem Toolkit befindet sich ein Fingerring. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, der so etwas verwendet? Also ich verwende es nicht, aber ein Fingerring. Dann haben wir einen Auftrenner. Aha, okay, da sind auch Nadeln drinnen. Ich sehe gerade, da sind Nadeln drin, ja, auch 2 Stück in dem Auftrenner. Dann haben wir, wie gesagt, die 2 Nadeln, die ich gleich in die Dose geben werde. Ja. So, dann haben wir einmal das Wachs. Also ich brauche es jetzt bei diesen Fäden nicht, denn das ist ja CXC-Garn und dafür muss ich sagen, benötige ich eigentlich kein Wachs. Es hat aber einen schönen Aufdruck, das Wachs. Also sieht wirklich schön aus. Dann haben wir die Silikon-Fingerhüte, die sehr gut passen. Also wer das mag, also ich sticke eigentlich ohne Fingerhut, aber könnte man durchaus mal probieren. Zweimal in Rosa. Dann haben wir einen Fadeneinfädler, auch der ist bekannt. Und dann haben wir noch ein kleines Döschen mit Nadeln. Also ich schätze, ich weiß nicht, wie viel das sein werden, aber ja, ich schätze 10 Nadeln werden es schon sein. Ungefähr.
Auch gut verpackt in dem kleinen Döschen. Ja, und das ist dann eigentlich das ganze Zubehör. Also es ist bei jedem Set wirklich viel an Zubehör dabei und das finde ich schon recht toll von der Firma Waterbiz. Gut, dann schieben wir mal das Zubehör zur Seite und schauen wir uns gleich, bevor wir zu den Garnen kommen, den Stoff an. So, ich habe nur sehr wenig Platz, wie üblich. So, ja, dann haben wir den Stoff. Das Motiv wird ja 50 mal 50 cm. Also ich bringe es jetzt auch recht gut ins Bild. Ja, ich finde, es ist deutlich weniger Rand. Oder bilde ich mir das jetzt ein, als wie bei den anderen Bildern? Also es ist wirklich nur ein sehr schmaler Rand. Es ist alles umsäumt, also der Rand ist umsäumt. Ja, es wird 314 mal 314 Stiche groß. Wie gesagt, ich habe es mir auf 16 Count ausgesucht. Und wir haben hier am Rand zweimal die Legende. Also es ist ja dafür gedacht, dass man einmal die Legende abschneidet. Das heißt, wenn man dann das Bild einspannt und dann eventuell die Legende nicht lesen kann, hat man noch immer die zweite Legende, die man sich dazulegen könnte. So ist halt die Idee von Waterbiz. Ich persönlich mache es eigentlich nicht, weil ich nehme dazu dann meistens die Papieranleitung. Unter anderem auch, dass ich ja weiß, welche Farben ich mischen muss für die Symbole und ja, bin mit dem eigentlich sehr zufrieden und ja, brauche diese Legende jetzt am Rand des Stickbildes nicht. Aber gut, schauen wir uns jetzt den Druck an. Also einmal ohne Konfetti. Oh, Entschuldigung. Also der Druck ist sehr, sehr klar, wie man erkennen kann. Und jetzt schauen wir uns noch in den Konfetti-Bereichen an. Ja, leider funktioniert das jetzt nicht ganz so, dass ich euch das zeigen kann. Es ist leider ganz verschwommen, aber ich muss sagen, in den Konfetti-Bereichen ist es doch äh, deutlich schwieriger, hier einen Unterschied zu erkennen. Ja, leider sieht man das jetzt auf der Kamera nicht. Ich werde noch mal entfernen. Also, naja, so begeistert bin ich jetzt eigentlich nicht mehr vom Druck, wie ich schon bei den anderen Bildern war. Also zumindest bei diesem Bild, ja, der Druck in den Konfetti-Bereichen ist nicht schlecht, aber ja, richtig überzeugt mich der Druck jetzt nicht. Und dabei ist das ja nur 16 Count. Also wenn sich andere jetzt noch niedrigeren Count, also damit meine ich jetzt 18 oder 20 Count ausgesucht haben, da weiß ich dann wirklich nicht, ob man den Druck dann noch lesen kann. Na gut, ja, wie gesagt, es haut mich jetzt nicht um, dieser Druck. Also ja, es geht. Ja, das wäre jetzt einmal der Stoff. Und dann schauen wir uns noch das Garn an. Und wie gesagt, wir haben insgesamt 50 Farben und 38 einfache Farben. Also hier haben wir mal, ja, wir haben sehr viel Grün. Ja, das kann man ja auch an dem Vorschaubild erkennen. Eher dunklere Farben, bisschen das sollte Petrol sein, so ähnlich.
kommt jetzt in der Kamera nicht so rüber. Und da haben wir dann die Mischfarben, also 38 ist noch einfache Farbe und dann beginnen die Mischfarben. Und ihr seht schon, so wie hier, ich glaube, das kann man gut erkennen, befinden sich zwei Farbtöne gleich zusammen. Das heißt, man nimmt von jedem Farbton einen Faden raus. Also das ist so typisch bei Waterpiece. Das heißt, ich muss mir nicht die Fäden einzeln zusammensuchen. Nein, die sind dann eigentlich schon zusammen gekittet. Leider bei manchen, also hier bei der Nummer 50 kann ich fast keinen Unterschied erkennen. Naja, in der Kamera noch eher als wie ohne Kamera, weil die Farben dann doch ziemlich ähnlich sind. Hier kann man den Unterschied deutlich erkennen bei der Farbe 48, dieses hellere Braun und das dunklere Braun. Ja, hier ist es einfach zu erkennen, so ein gelblicher Ton und ein Grünton. Also das sieht hier jetzt nicht so gelb aus, aber es ist gelb. Ja, also das sind die Mischfarben, wie sie bei Waterpiece verwendet werden. Ja, ein wirklich schönes Motiv. Ich zeige es euch noch einmal. Mir gefällt das ja wirklich sehr gut, dieses Landschaftsmotiv. Aber ja, der Druck haut mich nicht um, wie gesagt. Also ich habe schon Besseres gesehen. Ja, das wäre dann das erste Bild und es folgen ja noch zwei und die befinden sich in dieser Schachtel. Und ich sehe, ich habe da auch noch von Waterpiece einen Coverminder bekommen. Ihr seht hier mit den Magneten. Da bräuchte ich dann noch einen Gegenmagneten, dann könnte man ihn auch als Needle Minder verwenden, obwohl das ist ja wirklich sehr groß. Also der wäre mir dann wahrscheinlich beim Sticken im Weg. Aber vielen Dank, Sandy. Ich freue mich natürlich darüber, denn das habe ich natürlich nicht bestellt. Und dann schauen wir uns das nächste Stickkit an. Ich mache wieder ein bisschen Platz. Oh, ihr könnt schon erkennen, ich komme mal wieder näher. Und zwar ist es diese kleine Katze, die hier unter den Blättern hervorguckt. Also diesmal ein kleineres, ne, es ist nicht kleiner, ich sehe gerade, es hat 50 x 50 cm. So wie das andere Bild und es ist auch auf 16 Count. Jetzt muss ich nochmal bei dem anderen schauen. Ja, das andere hatte auch 50 x 50 cm, obwohl ich der Meinung bin, eines dieser Bilder war ein kleineres. Und zwar dachte ich, es ist diese Katze, die nur 40 x 40 cm wird. Achtung, es raschelt wieder. So. Ja, jetzt kann man es besser erkennen, die kleine Katze, sie sieht ein bisschen neugierig drein. Na, niedlich, sehr niedlich. Also ich glaube, das ist jetzt kein Vollbild, oder doch? Wir werden das gleich sehen. Ja, auch hier sieht man auf der ersten Seite die gestickte Form, wie es gestickt aussieht. Also das kommt schon sehr gut rüber. Danach wieder die Anleitung in Heftform
und ganz auf der letzten Seite das Schema, also es wird auf 12 Seiten. Die Anleitung gibt es auf 12 Seiten und ja, wir haben hier auch wieder die 50 Farben und wir haben hier 35 einfache Farben und wir haben 15 Mischfarben. Also jetzt ein bisschen mehr Mischfarben als wie bei dem anderen Bild. Ja, dann, ja, das Toolkit packe ich jetzt nicht mehr neu aus, denn es ist genau das gleiche Toolkit wie auch bei dem anderen Bild. Auch hier wieder der Stickring. Und, oh, das sind schöne Farben. Also für alle Grünliebhaber, wunderschöne Grüntöne. Ganz, ganz toll, muss ich sagen. Wirklich, wirklich wunderschön. Und auch so gräuliche Töne für die Katze. Ja, und hier haben wir hauptsächlich Mischfarben auf der zweiten Garnkarte, weil hier beginnen wir mit Farbe 38 und die Mischfarben beginnen ja eigentlich schon mit Farbe 36. Das heißt 36 und 37 sind auch Mischfarben und hier auch nochmal die Mischfarben. Wow, die Grüntöne sind wirklich, wirklich wunderschön. Dunkles Grün, helles Grün, toll. Wirklich wunderschöne Farben. Also wenn ich mir diese Palette anschaue an Farben, wow, tolles Grün. Toll. Ja, und jetzt wieder der Stoff. Auch diesmal 314 x 314 Stiche groß. Auch hier haben wir wieder 2 Nadeln, wie ich schon sehen kann. Ja, der Stoff wie üblich umsäumt. Hier auf der rechten Seite mit 2-mal die Legenden und ja, das Motiv. Also auch jetzt schauen wir uns mal den Konfetti-Druck an, also wo Konfetti ist. Und da muss ich sagen, es ist interessant, denn dieses Bild, finde ich, ist doch besser gedruckt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da so Unterschiede gibt, aber in den Konfetti-Bereichen, finde ich, ist der Druck deutlich klarer. Also weniger verschwommen als das vorige Bild. Ja, in den Color-Blocking-Bereichen zeige ich euch auch noch mal kurz, ist der Druck natürlich einwandfrei. Also da kann man nichts sagen, also wirklich sehr schöner Druck. Ja, es überrascht mich doch, dass hier der Druck besser ist als bei dem vorigen Kit. Wirklich interessant. Ja, die Katze kann man hier schon gut erkennen. Ein schönes Motiv. Ja, darauf freue ich mich auch schon. Aber ja, viele Pläne. Keine Ahnung, was ich zuerst sticken soll. Ja. Aber gut. Einmal zur Seite. Und wir öffnen das letzte Stickkit, das ich im Rahmen der Juli-Auktion erworben habe. Die Schachtel gebe ich zur Seite, falls ich noch Platz finde. Und das letzte Bild. Ja, ein Mädchen wieder, wie ihr seht. Also wieder eine Person zum Sticken. Auch das nehme ich raus, dass man es besser erkennen kann. So. Wie üblich knistert es.
Ja, das ist wirklich ein bisschen nervend, diese Knipserei. Und ehrlich gesagt ist es meiner Meinung nach auch nicht notwendig, dass man ein Bild so oft in Plastik einpacken muss. Ja, gut. Die Anleitung, jetzt kann man das Bild viel besser erkennen. Also diesmal eher Blau- und Lila-Töne, ja. Das Mädchen mit dem Haarschmuck, irgendwie erinnert es mich ein bisschen an eine Braut. Und auch die Blumen davor und das glitzernde Gewand. Ja, das wird 40 mal 50 cm und auch da habe ich mir wieder 16 Count ausgesucht. Wir sehen uns diesmal auf dieser Seite gedruckt die Vorschau an. Also das kommt schon sehr gut raus. Das sieht schon wirklich toll aus. Na, da freue ich mich auch darauf, das zu sticken. Ja, diesmal nur auf 9 Seiten. Hier das Schema. Und wir haben diesmal, ja, 50 Farben natürlich. Und wir haben 33 einfache Farben und 17 Mischfarben. Ja. Dann, ja, auch hier das Toolkit werde ich jetzt nicht extra nochmal mit euch besprechen. Auch hier ist das gleiche drin wie in den anderen Stickkits von Waterbiz. Aber wir schauen uns die Farben an. Und wie ihr seht, haben wir diesmal sehr viel Grautöne. Bisschen lila, lila-blau. Und auch auf der zweiten Seite, ja, hier haben wir da lila-rosa, viel von diesem blau-grau. Sieht jetzt in der Kamera auch nicht so aus, aber es ist ein blau-grau. Ja, und da beginnen schon die Mischfarben. Also die Nummer 34, 35, 36, 37, das sind alles Mischfarben. Und ich glaube, das kann man auch in der Kamera erkennen, da es da jeweils um 2 Farben handelt, in einem Loch gekittet. Ja, hier sind die restlichen Mischfarben. Auch jetzt viel Brauntöne wieder und Rosatöne. Ja, hier haben wir noch Blau und Lila. Auch eine sehr schöne Farbzusammenstellung. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, und auch hier der Stoff ein bisschen kleiner als die vorherigen, da es ja nur 40 mal 50 cm groß wird. Und wir haben 251 Stiche in der Breite und 314 Stiche in der Höhe. Also ich bringe es auch gut in die Kamera. Auch hier wieder umsäumt mit 2 Legenden auf der Seite. Und jetzt schauen wir uns auch wieder den Druck an. Also wie ihr seht, Color Blocking, wie üblich sehr gut sichtbar, der Druck. Und dann suchen wir uns noch eine Stelle mit Konfetti. Wo schauen wir da am besten? Im Bereich der Haare. Schauen wir mal. Ja, auch hier muss ich sagen, ist der Druck nicht so schlecht wie beim ersten Kit. Also hier ist schon deutlich lesbarer. Leider fängt die Kamera das nicht ein, aber ich kann euch versichern, es liegt nicht am Druck, es liegt jetzt wirklich an der Kamera, dass man das nicht so gut erkennen kann. Ja, schade, dass ich euch das nicht so gut zeigen kann. Ja, also ja, ich bin auch damit sehr zufrieden mit diesem Stickkit. Ja, und jetzt werde ich euch noch die 3 Bilder zum Abschluss zeigen.
Also, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und dann schreibt mir doch mal, welches der 3 Stickkits euch am besten gefällt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Mir gefallen alle 3. Ich habe ja auch alle 3 ersteigert bei der Auktion. Und sie sind ja einmal Landschaftsbild, einmal ein Tierbild und einmal ein Personenbild. Also sie sind grundverschieden. Das heißt, je nach Lust und Laune kann ich verschiedene Motive sticken. Ja, dann wären wir auch schon durch mit dem Unboxing. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, es ist keine Kooperation. Ich habe ja alle Bilder selbst bezahlt, wie gesagt, im Rahmen der Juli-Auktion ersteigert. Dann wünsche ich euch wie üblich einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Wir sehen uns dann. Tschüss!